Ich bin mit Jürgen bei der Stausee Vorheim und mache eine zweitägige Paddeltour. Zuerst im Main-Donau-Kanal, dann wechseln wir in die Regnitz und dann am Schluss in den Main. Und heute fahren wir bis kurz vor Bamberg und da wollen wir eigentlich am Campingplatz gehen, aber die sind so reich, an Eintagesgästen sind die nicht interessiert. Da müssen wir dann doch wild campen. So, drin im Wasser und auf geht's. Schauen wir mal, ob wir heute ein Schiff begegnen überhaupt. So, das ist Altwasser. Guck mal, ich glaube, da hat es eine Kanada-Gans-Gensasse drin, genau. So, das Ding ist wohl vom Bau übrig geblieben. Da hinten schwimmt ein Küken. Ah, zwei sogar. Ja, okay. Da geht man nicht durchpflügen, das ist voll mit Teichrosen. Schauen wir mal, ob wir da irgendwo durchkommen. Die Spannung steigt. Ups, mir geht der Schwung aus. Oh ja, man kann reinfahren. Oh, das lassen wir. Das hört da vorne auf. Nur interessant schaut das hier nicht gerade aus. Jetzt wechseln wir von dem Main-Donau-Kanal runter in die Regnitz. Eine ganz einfache Sache ist es nicht, aber davor und dann da runter. So,
Ja, der Junge nimmt gerade den Test, ob es möglich ist, da runterzukommen. Weil, wenn er es nicht schafft, dann habe ich gar keine Chance. Der Junge ist ein Kletterer. So, jetzt haben wir in die Regnitz umgebotet. Und jetzt haben wir hier ein bisschen Strömung und ein klein bisschen weniger Wind. Weil draußen im Kanal ist schon ganz schön heftiger Wind. Und heute hat es vorhergesagt 41 Stundenkilometer Gegenwind plus X. Also schon eine kleine Hausnummer. So, erster Blick auf die Regnitz. Also die nächste kleine Schwelle, aber die schaut ganz gut aus da links außen. Ich sitze auf. Ja. Zu weit links, ich bin aufgesessen. Oh. Ich habe beinahe gedacht, da kommt eine Verklausung. Also die nächste Schwelle. Ja, ich würde sagen geradeaus. Mir noch nicht mal, dass da oben diese großen Steine liegen, oder?
erzählt haben, ist es die 4. Sohlenschwellen-Rocken auf der Regnitz. Servus! Kein Wörnitzer Riesenbiber. Das ist gerade richtig voll blöd, wenn ein Junge den abschießt, da lief die Leila und jetzt kriege ich dieses Lied nicht mehr aus dem Kopf raus. Ich habe es so schön verdrängt. Und er krönt dann die ganze Mannschaft Leila. Und jetzt habe ich nur noch Leila im Kopf. Bist du doch geiler? Also ich drehe halber durch. So, dann ist die nächste Schwelle beim Sohlenschwellen-Rocken auf der Regnitz. Die ist überall etwas flach und die hier schaut äußerst wild aus, rechts außen. Ist wild einfach besser. Einfach geiler. Leider, nee, Mann, ich scheiß Lied da. Ich dreh noch durch. Kein Problem. Da hat's Nilgänse mit Küken. Voll ab. Die reinste Challenge. Da hat es noch mal eine mit einer steilen, was heißt eine Steilkurve? Ja, ich glaube die Steilkurve ist das Beste. Ja.
Kaum zu glauben, das ist auf der Regen der erste Biberbau, den ich sehe. So, wir sind nicht mehr alleine. Da ist noch ein Kajakfahrer, aber Festbootfahrer. So, da kommt ein richtig fettes Teil rein. Ich muss einmal ein Schildchen schreiben, gefährliche Seitenströmung. Nachdem wir jetzt auch noch verpflegt worden sind nach dem Bier mit Essen, sind wir jetzt bei unserem heutigen Ziel. Hier mal ein Blick auf die Schwelle, die wir morgen bewältigen müssen. Die wildeste von allen. Dagegen ist die Innsteiner Schwelle am Rhein, ja, ein Klacks. So, Klaus, der tollkühne Rittmeister, paddelt hier rückwärts die Niagara-Fälle runter. In einer Eleganz, das ist ja Wahnsinn. Wieder mal vergessen, überhaupt was zu fotografieren am Lagerplatz. Da haben wir übernächtigt. So, jetzt fahre ich nochmal die Sohlenrampe runter, aber diesmal richtig rum. Wieder im Wasser drin und auf geht's nach Bamberg. Diesmal mit Stadtrundfahrt, die ich das letzte Mal nicht habe machen können. Also ein bisschen Renaturisierungsmaßnahmen. Auch ein bisschen Renaturisierung. Lieber richtig künstlerisch betätigt. Wenn das nicht Biberkunst ist.
jetzt auch wieder so renaturalisierte Flächen, die so niedrig Wasserstand trocken gefallen sind. Ich glaube, wechsel wieder im Kanal, Stand-Up-Paddler, Ruderer, jetzt ist mir einfach zu viel los. Noch mehr. Das ist hier die reinste Regatta. An den Campingplatz wollen wir am ersten Tag eigentlich unser Zelt aufstellen und dann bis dahin paddeln, aber leider sind da Eintagesgäste nicht willkommen. Ein großes Schild da. Da haben wir was anderes machen müssen. So, rechts geht es in den Main-Donau-Kanal und nicht hin und links geht es dann nach Bamberg rein. So, also ein kleiner Stadtpark. Hier haben wir uns eine Gefahrenstelle. Wohl nicht am Sonntag. Das ist mal ein Touristenreiher. Der ist absolut nicht scheu. So, hoffentlich fällt uns diese Brücke nicht auf den Kopf. Die Brücke fällt uns tatsächlich unter den Begriff einstürzende Neubauten. Ja, sieht so aus, als geht es weiter als gedacht. Schauen wir mal, wo es uns hinführt. Das Hotel ist wohl hier das Ende. Und man kann es nicht umrunden, weil da ist eine Barriere. Und wo der Jürgen ist, ist es wohl zu flach. Er dreht ab. Okay, da fahren wir besser wirklich nicht weiter, weil das geht da dann unterirdisch weiter. Und das ist dann doch etwas zu schmal. Da passt man nicht drunter durch. Das ist eine Absperrung zum Strandbad. Strandbad ist gut, hat keinen Sandstrand. Diese Fähren diesmal selten. Das ist eigentlich auch sonst nur auf der Elbe, glaube ich. In diesem gefährlichen Seil da. Ich weiß nicht, was damit gemeint war.
Stadtrundfahrt von Bamberg lässt sich schon mal gut an. Nur gut, dass ich damals nicht mit Gewalt bei Regen durch bin. Das ist jetzt viel schöner. Das ging schnell, du. Habe ich irgendwie im Schlaf gepaddelt. Haben wir da Venedig so schnell erreicht haben, über Nacht. Also im Schlaf förmlich Venedig erreicht.
bin gespannt, ob der Typ an der Schleuse heute besser gelaunt ist und vielleicht die Nase von Jürgen besser gefällt als meine, dass man da durchkommt durch die Schleuse. Schleuse, aber jetzt hast du da noch irgendeinen Seitenteil. Schauen wir mal, weil wir da hinkommen. Da kommen wir nicht rein. Das ist nicht ein Fischpass, da ist Befahren verboten. Bamberger Wasser bleibt in Bamberg. Ja, das wollen wir nicht, das ist Bamberger Wasser. Keine Vermischungen hier. Ja. Die scheiß Stachel da rein. Und das wäre umtragen. Und weiter geht's. Zur nächsten Schleuse. Ups, hab ich Botanik, oder? Da vorne ist der Main-Donau-Kanal und hiermit habe ich jetzt meine Bamberg-Umfahrung offiziell abgeschlossen, weil darauf bin ich schon gefahren bis zum Wehr. Und auf geht's. Das letzte Stück auf der Tour. Jetzt noch offiziell auf dem Main-Donau-Kanal und dann noch ganz klein bisschen auf den Main. Und jetzt weiß ich auch, wie ich die Tour nenne. Die Drei-Flüsse-Tour. Rhein, Main-Donau-Kanal, Regnitz und den Main. Und hier sehen wir schön die Mündung. Wer hätte es gedacht, dass ich nach Ablauf eines Jahres wieder auf dem Main paddle, auch wenn es nicht weit ist. Da haben wir das Beweisschild. So. Und so schaut jetzt der Main aus. Jetzt haben wir gleich geschafft. Da vorne ist die Schleuse, Bamberg, und irgendwo da im Wald steht mein Auto, schön im Schatten. Okay, die Hoffnung hat getrügt. Er steht auf der falschen Seite, er steht nicht im Schatten, das Auto.
Es glüht. Oh. Aber hurra, jetzt haben wir es geschafft. Die 3 Gewässertouren, Main-Donau-Kanal, Regnitz und den Main. Darf nicht wahr sein, kaum sind wir an Land, kommt der erste Frachter von hinten. Aber letztes Mal hat es auch ewig gebraucht, bis mich ein Frachter von hinten überholt hat. Das hat, glaube ich, 4 Tage gedauert. Ich war entweder am Land oder in der Schleuse drin.